Dies ist Apollo Saturn V und der finale Countdown läuft. Armstrong und Aldrin sind bereit. Outburst. Supervisor bestätigt. Start. Wir haben einen Start. An jenem schicksalhaften Tag, dem 16. Juli 1969, ereignete sich in Florida ein historischer Moment, als die gewaltige Saturn V-Rakete, ein beeindruckendes Zeugnis amerikanischer Ingenieurskunst, ihren mächtigen Schatten auf alle warf, die sie betrachteten. Mit großer Erwartung stand die Mission Apollo 11 am Beginn einer Reise, die dazu bestimmt war, sich unauslöschlich in die Geschichte der Menschheit einzuprägen. Doch bei aller Größe dieses Ereignisses lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und die außergewöhnlichen Funde zu betrachten, die diese mutigen Entdecker mitbrachten. Von den faszinierenden Mondgesteinen bis hin zu den geheimnisvollen Staubproben trug jedes dieser Relikte das Gewicht der ersten Begegnung der Menschheit mit einer fremden Welt. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Mission Apollo 11, während wir Ihre Schritte nachverfolgen, die Relikte des Mondes untersuchen und ihre Bedeutung entschlüsseln. Wie Apollo 11 zum Mond flog und zurückkehrte. Die beeindruckende Saturn V, die das Apollo 11 Raumschiff über die Grenzen der Erdumlaufbahn hinausbrachte, durchlief mehrere entscheidende Phasen, bevor sie ihre endgültige Aufgabe erfüllte. Als die Rakete ihre letzte Stufe, die sogenannte S4, erreichte, trennte sie sich vom CSM, dem Command and Service Module, und führte eine Drehung um 180 Grad aus. Dieses Manöver ermöglichte es dem TSM, erfolgreich mit dem LM, dem Lunar Module, zu koppeln, sodass ein verbundenes Raumschiff entstand. Nachdem die S4-Stufe zurückgelassen wurde, begaben sich CSM und LM auf eine beeindruckende Reise von etwa 250.000 Meilen in Richtung Mond. Nach mehreren Tagen Flug während der sogenannten Trans-Lunar Coast Phase trat das Raumschiff in die Mondumlaufbahn ein. In dieser Zeit widmete die Besatzung rund 25 Stunden der sorgfältigen Überprüfung und dem Testen aller Systeme an Bord. Diese präzisen Vorbereitungen waren entscheidend für eine erfolgreiche Landung. Während Neil Armstrong und Buzz Aldrin in das LM wechselten, blieb Michael Collins im CSM zurück. Nach der Trennung arbeiteten beide Raumfahrzeuge unabhängig voneinander. Das CSM erhielt den Namen Columbia, während das LM als Eagle bekannt wurde. Nach 102 Stunden und 45 Minuten im All begann Eagle seinen Abstieg in die Mondumlaufbahn. Es war ein historischer Moment, als Eagle als erstes bemanntes Raumschiff auf der Mondoberfläche landete. Nach der sicheren Landung führten Armstrong und Aldrin sorgfältige Systemprüfungen durch und bereiteten ihren historischen Mondspaziergang vor. Erstaunliche 109 Stunden und 42 Minuten nach dem Start setzte Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf die Mondoberfläche und sprach die Worte, die Geschichte schrieben. Kurz darauf folgte Buzz Aldrin und gemeinsam sammelten sie Proben und führten bahnbrechende Experimente durch. Nach etwas weniger als einem Tag auf dem Mond bereitete sich die Crew von Apollo 11 auf den Rückflug vor. Das Landemodul Eagle startete von der Mondoberfläche und koppelte erfolgreich wieder mit dem Command-Module Columbia, das den Mond umkreiste. Nach dem Andocken vereinigten sich Armstrong und Aldrin wieder mit Michael Collins. Die Aufstiegsstufe des Landemoduls wurde anschließend abgetrennt und das Command-Module leitete die Rückkehr zur Erde ein. Beim Annähern an die Erde wurde das Service-Modul abgestoßen, bevor das Raumschiff in die Erdatmosphäre eintrat. Schließlich, nach insgesamt 195 Stunden, 18 Minuten und 35 Sekunden seit dem Start, wasserte das Command-Module am 24. Juli im Pazifischen Ozean. Damit endete ihre unglaubliche Reise mit einer zurückgelegten Strecke von über 800.000 Seemeilen. Die Überwindung der Distanz zwischen Erde und Mond. Obwohl der Mond einer der nächsten Nachbarn der Erde ist, beträgt die durchschnittliche Entfernung dennoch gewaltige 384.400 Kilometer. Es dauerte insgesamt 109 Stunden und 42 Minuten, bis Neil Armstrong erfolgreich die Mondoberfläche in einer Region erreichte, die als Sea of Tranquility bekannt ist.
Um dieses Ziel zu erreichen, legte er eine Strecke von etwa 240.000 Meilen zurück. Trotz alternativer Landeorte wie dem Ocean of Storms oder der Central Bay wurde schließlich das Sea of Tranquility gewählt, da es mehrere Vorteile bot. Dazu gehörten eine hervorragende Sicht, ein vergleichsweise ebenes Gelände und die Möglichkeit, es mit minimalem Treibstoffverbrauch zu erreichen. Während des Abstiegs, als sich Armstrong etwa 500 Fuß über der Mondoberfläche befand, musste er das Raumschiff manuell steuern, um zu verhindern, in einem gefährlichen Krater zu landen. Er schwebte etwa 1,5 Minuten lang vorsichtig und bewegte das Modul seitlich, bis er sicher war, eine sichere Landung durchführen zu können. Sobald das Landemodul stabil aufgesetzt hatte, nahm Armstrong umgehend per Funk Kontakt mit der Missionskontrolle in Houston, Texas auf. Nach der Landung übermittelte er seine inzwischen legendäre Nachricht zur Erde. Der Adler ist gelandet. Wie sich Neil Armstrong vorbereitete. Um ein noch nie zuvor erforschtes Gebiet zu betreten, muss man die Bedingungen vor Ort verstehen, mögliche Gefahren kennen und die daraus entstehenden Gesundheitsrisiken einschätzen, um vollständig vorbereitet zu sein. Neil Armstrong verbrachte mehr als 3 Jahre mit der Vorbereitung auf seine Mondmission. In dieser Zeit durchliefen Astronauten verschiedene Überlebenstrainings, in der Wüste, im Dschungel, auf offener See und sogar unter antarktischen Bedingungen. Damals galt eher das Prinzip alles oder nichts. Man setzte die Teilnehmer mit minimaler Ausrüstung in abgelegenen Regionen aus, um zu testen, ob sie eigenständig den Rückweg finden konnten, bevor sie zu einer Mondmission zugelassen wurden. Armstrong sammelte und analysierte Gesteinsproben im gewaltigen Grand Canyon, untersuchte uralte Vulkanformationen im Nevada National Security Site und erforschte Gas- und Lavaschlote, Lavaseen sowie Einsturzkrater an verschiedenen Orten auf Hawaii. Um sich an die Bedingungen der Schwerelosigkeit anzupassen, absolvierte er intensives Training, bei dem er lernte, sich seitlich zu bewegen. Dabei wurde er in einem bestimmten Winkel fixiert und aufgehängt, um das Gefühl zu simulieren, an Wänden entlang zu gehen. Auch seine körperlichen Grenzen wurden getestet, durch eine strenge Diät und einen festen Schlafrhythmus. Im All hätte er nur Zugang zu zuvor dehydriertem und verpacktem Rindfleisch sowie Gemüse gehabt, Bondbar. Am 20. Juli 1969, kurz vor dem Start, erhielt Armstrong ein kräftiges Frühstück zur Vorbereitung auf die Mission. Seine Mahlzeit bestand aus Steak, Eiern, Toast, Saft und Kaffee. Es handelte sich um eine sogenannte rückstandsarme Kost, die so konzipiert war, dass der Gang zur Toilette kurz nach dem Essen möglichst vermieden wurde. Der Herstellungsprozess der Saturn V CD. Die Produktion der Saturn V war ein äußerst komplexes und anspruchsvolles Unterfangen. Sie erstreckte sich über mehrere Standorte in den Vereinigten Staaten, wobei die einzelnen Raketenstufen in verschiedenen Regionen, von Kalifornien bis Louisiana, gefertigt wurden. Anschließend wurden diese Komponenten zum Kennedy Space Center transportiert und dort zusammengebaut. Ein besonders faszinierender Aspekt war der Transport der gewaltigen Bauteile. Aufgrund ihrer enormen Größe konnten sie nicht über Land befördert werden. Stattdessen wurden sie auf einem Lastkahn namens Palamon transportiert, der durch den Panamakanal fuhr und dabei Tausende von Kilometern zurücklegte. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Saturn V sind ein beeindruckendes Beispiel menschlicher Ingenieurskunst im Kampf gegen die gewaltige Anziehungskraft der Erde. Um die notwendige Fluchtgeschwindigkeit von etwa 25.000 Meilen pro Stunde zu erreichen, musste die Rakete enorme Mengen Treibstoff verbrennen. Dabei kam eine Mischung aus Kerosin und flüssigem Sauerstoff zum Einsatz, die in einer kontrollierten, aber äußerst kraftvollen Reaktion gezündet wurde. Die dabei freigesetzte Energie trieb die Rakete nach oben, gemäß dem dritten Bewegungsgesetz von Isaac Newton. Jede Aktion erzeugt eine gleich große entgegengesetzte Reaktion. Am 9. November 1967 absolvierte die Saturn V ihren ersten unbemannten Testflug und schrieb damit Geschichte. Als die Triebwerke zum Leben erwachten, war ihre gewaltige Kraft noch in Kilometern Entfernung spürbar. Fenster erzitterten und Zuschauer verfolgten gebannt, wie das flammende Ungetüm in den Himmel aufstieg. Rocco Petrone, Leiter der Startoperationen bei der NASA, beschrieb die Szene eindrucksvoll. Die Druckwelle rollte über das Wasser, über den Strand, über die Startanlagen und traf mit voller Wucht auf den Startturm. Es war ein Geräusch, das man nicht nur hörte, sondern körperlich spürte.
Zusammenfassend war die Entwicklung und Umsetzung von Apollo 11 ein gewaltiges und komplexes Projekt, das präzise Planung, intensives Training und herausragende Ingenieurskunst erforderte. Die Entschlossenheit und das Können von Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins sowie der Einsatz unzähliger Fachkräfte beim Bau der Saturn V ebneten den Weg für eine der größten Leistungen der Menschheit, die erste Landung eines Menschen auf dem Mond. Die enorm anspruchsvolle Vorbereitung von Apollo 11. Die Entstehung von Apollo 11, angetrieben von politischem Ehrgeiz und wissenschaftlicher Neugier, war alles andere als einfach. Sie erforderte ein enormes Maß an Vorbereitung und höchste Präzision bis ins kleinste Detail. Die beispiellose Aufgabe, einen Menschen auf den Mond zu bringen, verlangte absolute Genauigkeit in jedem Bereich, vom intensiven Training der Astronauten bis hin zur ausgeklügelten Konstruktion von Raumfahrzeug und Raumanzügen. Tausende Kilometer entfernt in Florida wurde die gewaltige Saturn V gebaut, das Symbol der amerikanischen Mondambitionen. Entworfen von Wernher von Braun und seinem Team, ragte dieses gigantische Bauwerk 363 Fuß in die Höhe und war dafür ausgelegt, die Astronauten über mehr als 238.000 Meilen zum Mond zu transportieren. Der präzise Zusammenbau dieses technologischen Meisterwerks erforderte unzählige Ingenieure und Techniker, die rund um die Uhr arbeiteten. Jede Schraube und jedes Kabel wurde mehrfach überprüft, um die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Die Astronauten durchliefen intensives Training in verschiedensten Simulationen, die die extremen Bedingungen des Weltraums nachbildeten. Neil Armstrong und Buzz Aldrin verbrachten unzählige Stunden im Mondlandetrainer, bekannt als Flying Bedstead, und perfektionierten die komplexen Manöver für die Landung. Währenddessen konzentrierte sich Michael Collins darauf, die komplexen Systeme des Command Modules zu beherrschen, um die sichere Rückkehr zu gewährleisten. Die Helden dieser historischen Mission waren Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Im Januar 1969 wurden sie offiziell als Hauptbesatzung ausgewählt. Armstrong, der Kommandant, war ein erfahrener Testpilot, der bereits bei der kritischen Mission Gemini 8 seine außergewöhnliche Ruhe bewiesen hatte. Aldrin, der Pilot des Mondmoduls, brachte sein Fachwissen in Orbitalmechanik ein. Collins, verantwortlich für das Command Module, hatte die anspruchsvolle Aufgabe, allein die Umlaufbahn um den Mond zu halten, während seine Kollegen zur Oberfläche hinabstiegen. Die Vorbereitung verlief nicht ohne Spannungen. Wenige Wochen vor dem Start gab es Bedenken hinsichtlich des Gewichts des Mondmoduls. Eine vorgeschlagene Lösung war, die reflektierende Isolationsschicht zu entfernen, die für die Temperaturregelung entscheidend war. Nach intensiven Diskussionen entschied man sich jedoch, diese beizubehalten und stattdessen andere Komponenten zu erleichtern. Diese Entscheidung verdeutlichte die enorme Sorgfalt und den kompromisslosen Fokus auf Sicherheit. Ein besonders bemerkenswerter Teil der Vorbereitung war die Entwicklung des Mondmoduls, das von der Crew liebevoll Eagle genannt wurde. Dieses zweistufige Raumfahrzeug war einzigartig und speziell für die Bedingungen auf dem Mond konzipiert. Es musste extrem leicht und gleichzeitig robust genug sein, um der rauen Umgebung standzuhalten. Die Ingenieure der Grumman Aircraft Engineering Corporation unter der Leitung von Thomas J. Kelly meisterten diese Herausforderung mit außergewöhnlicher Innovationskraft. Doch die Vorbereitung von Apollo 11 beschränkte sich nicht nur auf Technik und menschliche Leistungsfähigkeit. Es ging um weit mehr. Es ging darum, die gesamte Welt auf ein Ereignis vorzubereiten, das unser Verständnis von uns selbst und unserem Platz im Universum grundlegend verändern würde. Die Nachricht von dieser Mission verbreitete sich wie ein Lauffeuer rund um den Globus und fesselte die Vorstellungskraft von Millionen Menschen. Das Wettrennen ins All zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion aufs. In der angespannten Atmosphäre der Mitte des 20. Jahrhunderts erlebte die Welt eine faszinierende Rivalität zwischen den beiden Supermächten jener Zeit, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Diese Konkurrenz ging weit über geopolitische Konflikte hinaus und erstreckte sich bis in die Weiten des Weltraums. Bekannt als das Wettrennen ins All war diese Epoche geprägt von intensivem Wettbewerb, angetrieben durch technologischen Fortschritt, wissenschaftliche Neugier und einen starken nationalen Stolz. Der Beginn dieses Wettlaufs erfolgte am 4. Oktober 1957.
als die Sowjetunion unter der Führung von Nikita Chruschtschow die Welt überraschte, indem sie mit Sputnik I den ersten künstlichen Satelliten ins All schickte. Diese kleine piepsende Kugel sendete nicht nur Funksignale, sondern demonstrierte auch eindrucksvoll die technologische Stärke der Sowjetunion und erschütterte das Selbstvertrauen der Vereinigten Staaten, die sich plötzlich im Rückstand sahen. Als Reaktion darauf kündigten die Vereinigten Staaten unter Präsident Dwight D. Eisenhower im Jahr 1958 das Projekt Mercury an. Dieses Programm sollte Amerikas Führungsanspruch im Weltraum sichern und eine Antwort auf die sowjetische Herausforderung liefern. Die Mercury 7, eine ausgewählte Gruppe von Astronauten, wurden zum Symbol für Amerikas Streben, das Unbekannte zu erobern, und leiteten eine neue Ära des technischen Fortschritts ein. Doch die Sowjetunion hatte noch einen entscheidenden Vorteil: Juri Gagarin. Am 12. April 1961 schrieb er Geschichte, als er an Bord von Vostok 1 als erster Mensch die Erde umrundete. Dieser Erfolg traf die Vereinigten Staaten erneut hart und veranlasste Präsident John F. Kennedy am 25. Mai 1961 zu einer mutigen Ankündigung. Er erklärte, dass die Vereinigten Staaten sich ein noch ehrgeizigeres Ziel setzen würden, einen Menschen auf den Mond zu bringen und sicher zur Erde zurückzuführen, noch vor dem Ende der 60er Jahre. Dieses ambitionierte Vorhaben, später als Apollo-Programm bekannt, sollte den amerikanischen Stolz wiederherstellen, die sowjetischen Erfolge übertreffen und die grenzenlosen Möglichkeiten der menschlichen Entdeckung demonstrieren. Parallele dazu gründeten die Vereinigten Staaten die NASA, die eine zentrale Rolle auf dem Weg zu den Sternen spielte. Unter ihrer Führung begann Amerika, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich als führende Nation der Raumfahrt zu etablieren. In der Sowjetunion arbeitete unterdessen Sergei Korolew unermüdlich an der Mondmission A. Doch das sowjetische Programm war von strenger Geheimhaltung geprägt, was leider auch zu tragischen Rückschlägen führte. Der frühe Tod Korolews im Jahr 1966 traf das Mondprogramm schwer und verschob das Kräfteverhältnis weiter zugunsten der Vereinigten Staaten. Beide Nationen erlebten große Erfolge, aber auch schmerzhafte Rückschläge. Der Brand von Apollo 1 im Jahr 1967, bei dem 3 Astronauten während eines Bodentests ums Leben kamen, machte die Gefahren der Raumfahrt auf tragische Weise deutlich. Trotz allem hielten beide Supermächte an ihren Zielen fest, angetrieben von Erfolgen und Misserfolgen gleichermaßen. Mit den Jahren wuchs die Spannung, und die ganze Welt verfolgte gebannt die Entwicklungen. Schließlich hielt die Menschheit im Jahr 1969 den Atem an, als die historische Mission Apollo 11 Realität wurde. Die ersten Schritte von Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf der Mondoberfläche markierten einen entscheidenden Sieg für die Vereinigten Staaten in diesem Wettlauf. Armstrongs berühmte Worte: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit“, gingen in die Geschichte ein und spiegelten nicht nur den Höhepunkt des Wettlaufs ins All wider, sondern auch die gemeinsamen Träume und Hoffnungen der gesamten Menschheit. Ein Blick auf die Relikte des Mondes. Während der historischen Mission Apollo 11 nutzten und besaßen die Astronauten zahlreiche Gegenstände, die zur Bedeutung und Einzigartigkeit dieses Ereignisses beitrugen. Zu diesen Objekten gehörten unter anderem ein Stift und eine kleine Taschenlampe, die als wichtige Werkzeuge für die Aufgaben der Crew dienten. Auch Michael Collins, der Pilot des Command Modules, führte persönliche Gegenstände wie eine Zahnbürste und eine Sonnenbrille mit sich, alltägliche Dinge, die ihn während der gesamten Reise begleiteten und seine Rolle innerhalb der Mission widerspiegelten. Zur Sammlung der Erinnerungsstücke gehörte außerdem ein aufbügelbares Missionsabzeichen von Apollo 11, das nicht nur den Erfolg der Crew symbolisierte, sondern auch ihren Einsatz und ihre Hingabe. Ebenso wurde eine Ausgabe der Titelseite der Washington Post vom 21. Juli 1969 aufbewahrt. Ein historisches Dokument, das den Moment festhielt, als die Menschheit erstmals den Mond betrat. Darüber hinaus gab es offizielle Unterlagen mit dem Speiseplan an Bord, die Einblicke in die Ernährung und die sorgfältige Planung der Verpflegung während des Raumflugs gewährten. Sogar Reste der Weltraumnahrung wurden als Proben konserviert, zusammen mit den Scheren, mit denen die Verpackungen geöffnet wurden, greifbare Zeugnisse der Versorgung der Astronauten im All Bonto. Auch die persönlichen Gegenstände von Michael Collins, wie seine Zahnbürste und Sonnenbrille, werden heute als wertvolle Relikte bewahrt.
Diese Dinge geben einen seltenen Einblick in den Alltag und die Routinen der mutigen Menschen, die sich auf dieses außergewöhnliche Abenteuer einließen. Ergänzt wird die Sammlung durch weitere Proben von Weltraumnahrung und die dazugehörigen Werkzeuge, die eindrucksvoll zeigen, wie innovativ die Versorgung im All gestaltet wurde. Gleichzeitig erinnern sie an den enormen Aufwand und die präzise Vorbereitung, die für den Erfolg der Mission notwendig waren. Im Zeitraum von 1969 bis 1972 wurden insgesamt 6 Apollo-Missionen erfolgreich durchgeführt. Diese Missionen führten nicht nur zur Landung von Astronauten auf dem Mond, sondern ermöglichten auch die Rückführung einer beeindruckenden Menge an Mondgestein und Bodenproben. Insgesamt wurden etwa 382 Kilogramm dieser außergewöhnlichen Materialien zur Erde gebracht. Zur sicheren Aufbewahrung und weiteren Analyse werden diese Proben im Lunar Sample Laboratory des Johnson Space Center gelagert und untersucht. Dort werden unberührte Mondproben sorgfältig verarbeitet und für Wissenschaftler sowie Bildungseinrichtungen bereitgestellt. Jedes Jahr werden rund 400 Proben für Forschungs- und Bildungszwecke verteilt. Diese umfassen verschiedenste Materialien. Von kleinen Gesteinsfragmenten über Sand bis hin zu feinem Mondstaub. Die fortlaufende Untersuchung dieser Proben hat maßgeblich dazu beigetragen, die Geheimnisse der frühen Entstehung des Mondes zu entschlüsseln. Gleichzeitig liefern sie wertvolle Hinweise auf die Ursprünge der Erde und des inneren Sonnensystems und erweitern unser Verständnis des Universums kontinuierlich. Die Enthüllung der Saturn V. Einer der beeindruckendsten Aspekte der Saturn V waren ihre F-1-Triebwerke. Diese außergewöhnlichen Antriebe, die leistungsstärksten jemals gebauten Flüssigtreibstoff-Raketentriebwerke mit Einzelbrennkammer, spiegelten die Ingenieursprinzipien von Wernher von Braun wider. Insgesamt 5 dieser gewaltigen Triebwerke waren an der ersten Stufe montiert und erzeugten gemeinsam einen gewaltigen Schub von etwa 7,5 Millionen Pfund. Diese enorme Kraft reichte aus, um die gesamte Rakete von der Erdoberfläche abzuheben und auf Kurs zum Mond zu bringen. Doch die Saturn V war nicht nur ein Symbol roher Kraft, sondern auch ein Meisterwerk komplexer Ingenieurskunst. Sie bestand aus 3 Stufen, von denen jede eine klar definierte Aufgabe erfüllte. Sobald eine Stufe ihre Funktion abgeschlossen hatte, wurde sie abgetrennt, sodass die nächste Stufe übernehmen konnte. Die erste Stufe, bekannt als S1C, war für den Start verantwortlich und brachte die Rakete auf etwa 42 Meilen Höhe, wobei sie eine Geschwindigkeit von rund 6.164 Meilen pro Stunde erreichte. Allein die Dimensionen dieser Maschine sind kaum vorstellbar. Mit einer Höhe von 363 Fuß und einem Gewicht von über 6,2 Millionen Pfund entwickelte die Saturn V eine Kraft, die mit einer kleinen nuklearen Explosion vergleichbar war. Es war genau diese technische Gigantenleistung, die Apollo 11 zum Mond brachte und die scheinbar unmögliche Mondlandung Wirklichkeit werden ließ. Ohne die brillante Konstruktion der Saturn V wäre dieser historische Erfolg kaum denkbar gewesen. Nach der ersten Stufe übernahm die zweite Stufe, die S2, und beschleunigte die Rakete weiter durch die oberen Schichten der Erdatmosphäre. Schließlich fiel die entscheidende Aufgabe, das Apollo-Raumschiff in die Erdumlaufbahn zu bringen und Richtung Mond zu schicken, der dritten Stufe, der S4B, zu. Die Entstehung der Saturn V war, genau wie die Mission, die sie ermöglichen sollte, das Ergebnis kühner Visionen, wissenschaftlicher Innovation und eines unerschütterlichen Entdeckergeistes. Im Zentrum dieses Projekts stand erneut Wernher von Braun, dessen visionärer Ansatz auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgerichtet war. Zusammenfassend war die Saturn V nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern ein Symbol menschlicher Entschlossenheit und Kreativität. Sie vereinte jahrelange Forschung, Innovation und den unaufhaltsamen Drang, das Unbekannte zu erforschen. Mit ihrer gewaltigen Größe, ihrer enormen Kraft und ihrem präzisen Design spielte sie eine entscheidende Rolle dabei, die historische Mission Apollo 11 Wirklichkeit werden zu lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.